Was die Winterreifenpflicht anbelangt, gibt es kein vereintes Europa, lediglich ein wildes Reifenpotpourri. In Deutschland zum Beispiel gibt es keine zeitlich begrenzte Winterreifenpflicht, lediglich die Pflicht bei winterlichen Straßenverhältnissen wie Schnee, Schneematsch und Glatteis und dann auch nur bei angetriebenen und gelenkten Achsen. In Österreich gilt das Gleiche, allerdings zeitlich begrenzt, vom 1. November bis zum 15. April. Und wenn du dich nicht dran hältst, kostet dich das ein Bußgeld von bis zu 5.000 €. In Tschechien wiederum gibt es auch eine zeitlich begrenzte Winterreifenpflicht, allerdings nur bis zum 31. März. Und wenn du mit deinem Laster über die Brennerautobahn A22 Richtung Südtirol schipperst, brauchst du auch da zwingend Winterreifen. Die brauchst du in der Schweiz wiederum nicht. Aber wenn es denn dann in der Schweiz scheppert und deine Bereifung war ungeeignet, kriegst du eine Mitschuld. Du bist also gut beraten, wie schon dein Opa, mit Winterreifen von O bis O unterwegs zu sein, also von Oktober bis Ostern. Allerdings war für deinen Opa noch das M&S-Symbol ausreichend, also Matsch und Schnee. Aber das ist Geschichte, denn ab dem 1.10. braucht es zwingend das Alpin-Symbol oder politisch korrekt das 3PM-SF-Symbol. Three Peak Mountain Snowflake, also die Schneeflocke mit 3 Bergspitzen obendrauf. Im Übrigen für den Krone Trusted Tire Comfort und den neuen Krone Air Tire selbstverständlich. Um aber sicher zu wissen, wo genau in Europa was genau vorgeschrieben wird, empfiehlt sich das Studium der ADAC-Information. Ein Link dazu findest du in der Beschreibung. Und wenn du dann noch dem gesunden Menschenverstand folgend mit einer Mindestprofiltiefe von 5 mm unterwegs bist, dann hast du alles richtig gemacht und bist für jegliches Vorschriftenwirrwarr bestens gerüstet.